Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Während ich durch den Wald laufe, weil dann sieht mich keiner. Und ich denke, soll schon ein Werbevideo sein. Also meine Haut fängt an zu jucken. Ich versuche mal ein bisschen Abwechslung in meine Hintergründe zu bekommen, deshalb heute vom Bett. Eigentlich wollten meine Mama und ich gestern zusammen einen kleinen Tagesausflug machen. Allerdings hat sie dann die Tage einen Hörsturz bekommen. Keine Sorge, es geht ihr gut, aber wir haben dann beschlossen, das trotzdem lieber zu verschieben und war auch ehrlich gesagt gar keine schlechte Entscheidung, weil das Wetter war dann irgendwie auch doch noch nicht so gut. Hat dann auch immer mal wieder geregnet. Da wäre es dann sowieso sinnvoller gewesen, das wann anders zu machen. Ich war heute Morgen im Gym, das zweite Mal diese Woche. Letzte Woche war ich nur einmal. Denn ich versuche gerade wieder alleine zu gehen. Also am Anfang habe ich mich ja immer mit Bianca zum Trainieren verabredet. Und ich glaube, gerade in dieser Anfangsphase war das auch super wichtig für mich, um dran zu bleiben, dass ich da einfach diese, wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Nicht Verpflichtung. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man einfach verabredet ist und man dann irgendwie mehr so eine Verpflichtung hat, auch wirklich zu gehen. Jetzt mittlerweile ist das Training für mich ja schon auch zu einer Routine geworden. Und weil es eigentlich für uns beide immer ein bisschen ineffizient war zeitlich, habe ich jetzt gesagt, ich versuche wieder alleine trainieren zu gehen. Ich bin dann nämlich auch in einem anderen Studio, das ein bisschen näher bei mir zu Hause ist, wo ich auch einfacher mit dem Fahrrad hinkomme und gehe tendenziell auch eher ein bisschen früher trainieren. Und ja, letzte Woche hat es dann noch nicht ganz so geklappt, aber diese Woche schon und da bin ich auch sehr stolz drauf. Bin allerdings am Überlegen, ob ich in Zukunft eher 3-mal die Woche gehen soll und dafür dann aber weniger Übungen an einem Tag mache, weil ich immer merke, so auf die letzten 3 Übungen habe ich dann eigentlich gar keine Lust mehr. Ich denke, ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Auch ein kleines Update zum Tennisspielen. Da war ich ja letztens mal bei einem Probetraining und das fand ich auch soweit ganz cool. Hab dann aber beschlossen, mich für diese Saison noch nicht fest anzumelden. Einerseits dachte ich, macht es Sinn, vielleicht auch erstmal noch andere Vereine hier in der Umgebung auszuprobieren. Außerdem war ich auch ein bisschen zu spät dran und die Saison hatte schon so ein bisschen angefangen. Und dadurch, dass ich jetzt möglicherweise anfange, im Service zu arbeiten, was ja auch nochmal eine körperliche Belastung ist, will ich da erstmal gucken, dass ich dann weiterhin regelmäßig ins Gym gehe und nicht noch eine weitere sportliche Verpflichtung habe. Ja, ich werde jetzt demnächst nach Darmstadt fahren. Heute ist nämlich endlich mal wieder ein Bumble BFF-Treffen und es ist echt schön, weil ich freue mich wirklich drauf. Wir treffen uns im Herrengarten, also dem großen Park mitten in Darmstadt, werden einfach zusammensitzen, reden, irgendwie Spiele spielen oder sowas und einfach einen schönen Nachmittag, Abend verbringen. Heute startet wohl auch das Schlossgrabenfest in Darmstadt. Das ist ja so eine relativ große Musikveranstaltung. Früher war das auch immer kostenlos. Als Teenie bin ich da natürlich auch hingegangen. Mittlerweile brauche ich das jetzt nicht unbedingt, mich da durch irgendwelche Menschenmassen zu quetschen, um irgendwelche Musikacts zu sehen, die mich jetzt auch nicht so unbedingt interessieren. Vielleicht sind ja einige von euch sogar auf dem Schlossgrabenfest unterwegs. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Aber bevor ich in die Stadt fahre, werde ich auch noch ein paar Klamotten anprobieren. Das ist keine Werbung.
Ich habe mir nämlich ein paar schwarze Blusen für meinen Job bestellt. Blusen sind normalerweise nicht so mein Kleidungsstück der Wahl, deshalb besitze ich auch nicht wirklich viele und dachte, 1, 2 schwarze Blusen für den Job oder eben auch andere Anlässe zu haben, schadet wahrscheinlich nicht. Mir war es wichtig, dass die aus Baumwolle sind, weil ich finde, bei diesen dünnen Stoffen, so Polyester, da fängt man immer so schnell an zu stinken. Und gerade wenn ich dann im Restaurant so am Hin- und Herrennen bin, möchte ich möglichst vermeiden, dann sehr unangenehm zu riechen. Ich habe beim Zähneputzen Zahnpasta über mein Shirt gekleckert, hatte jetzt aber keine Lust, das deshalb extra nochmal zu wechseln. Aber ich glaube, man sieht's eigentlich gar nicht so doll. Das Bumble-Treffen gestern war sehr schön. Am Ende waren wir eine eher kleine Gruppe, weil so die Hälfte der Leute, die ursprünglich zugesagt hat, dann doch noch abgesprungen ist. Aber gut, so ist das halt bei so unverbindlichen Gruppentreffen. War am Ende auch trotzdem sehr schön. Und ich merke auch, dass ich mittlerweile bei den Treffen total entspannt bin und nicht die ganze Zeit denke, dass mich keiner mag oder sowas. Ich war mal wieder Erdbeer pflücken, was sonst? Und es ist jetzt schon so heiß da draußen. Also ich muss sagen, ich bin echt noch nicht ready für Hochsommertemperaturen. Aber ich kann es auch nicht beeinflussen, dementsprechend muss ich damit leben. Was ich jetzt auf jeden Fall als erstes machen werde, ist einen Erdbeerkuchen zu backen. Und zwar einen Erdbeer-Vanille-Puddingkuchen.
Ich erinnere mich noch dran, dass ich den in der 5. Klasse oder so bei einer Freundin zu Hause gegessen habe und ich fand den so lecker. Und jetzt frage ich mich, warum ich sowas nicht schon früher mal gemacht habe. Das wird auch kein gesundes Low-Sugar-Rezept oder so, sondern einfach ein ganz normaler, zuckriger Erdbeerkuchen. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe den jetzt ein bisschen im Kühlschrank kalt werden lassen. Mein erster selbstgebackener Erdbeerkuchen. Ist er perfekt? Absolut nicht. Ist das wichtig? Nö. Hauptsache ist, dass er schmeckt und das werde ich jetzt direkt mal probieren. Also ich finde ihn lecker. Wahrscheinlich schmeckt es noch ein bisschen besser, wenn er noch ein bisschen länger im Kühlschrank gewesen ist. Aber man kann es auf jeden Fall essen. Und ich habe das Gefühl, er ist nicht ganz so süß wie die aus dem Supermarkt. Ich muss auch mal gucken, wie ich am besten so ein Stück einpacken kann. Ich würde nämlich Bianca gerne eins mitbringen, weil wir treffen uns nämlich später noch in der Stadt. Und weil ich bei so warmem Wetter Öffis fahren noch schlimmer finde als normalerweise, werde ich tatsächlich auch mit dem Fahrrad fahren. Was es so ein bisschen sinnfrei macht, da ich davor jetzt noch duschen werde. Aber da ich heute noch nicht geduscht habe, sollte ich das irgendwie trotzdem tun. Ansonsten werde ich jetzt bis dahin noch ein bisschen Video schneiden. Ich habe übrigens auch meinen nächsten Schnittauftrag bekommen. Also ja, es geht voran mit der Selbstständigkeit. Obwohl es könnte ein bisschen sprudeliger sein noch. Spritz fehlt ein bisschen, gell? Ja, der Spritz fehlt. Ups, so ist das runtergefallen.